Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Gestern haben wir im Stream über die Kartenscheibe geredet und anscheinend habe ich noch nie wirklich ein Video gemacht. Ich dachte, ich hätte es gemacht, aber anscheinend habe ich noch nie wirklich ein Video über die Kartenscheibe gemacht und jetzt auch zum FEC ist das vielleicht für manche ein interessantes Item, grundsätzlich, was sie sich vielleicht schon mal angeguckt haben. Und ganz ehrlich, die Kartenscheibe könnte eines der besten Items im Spiel sein, vor allem weil sie auch relativ günstig ist. Leider ist die Umsetzung dieses Items sehr vermasselt worden. Und darüber reden wir heute. Also ich sage euch kurz die objektiven Fakten und dann meine Meinung, wie man es hätte machen müssen, damit es eines der besten Items im Spiel geworden wäre. Also Kartenscheibe heißt auf Deutsch, Card Disc auf Englisch. Beschreibung: Gegenstandsslots. Sobald die Nutzungszeit abgelaufen ist, können die Gegenstände in dieser Tasche nur noch zurückgeholt werden. Ich habe jetzt leider keine Kartenscheibe, weil ich die immer weggeschmissen habe. Ich habe auf ein paar Charakteren geguckt und ich habe sie leider überall weggeschmissen. Deswegen, und ich wollte sie jetzt nicht extra kaufen, weil es für diese Demonstration wirklich nicht notwendig ist. Wie man sich das Ganze vorstellen kann, ist, man hat die Kartenscheibe im Inventar als ein Item. Und dann kann man sie quasi aktivieren und dort Items reintun. Nämlich Karten. Also die einzigen Items, die man da reintun kann, sind Karten. Alle möglichen Karten, also quasi, ja, einfach alle Karten letztendlich, spielt keine Rolle. Und das ist dann wie ein erweitertes Inventar, also grundsätzlich vom Prinzip her ähnlich wie der Inventory Bag. Aber eben nur ähnlich wie der Inventory Bag, weil es steht da sowieso schon in der Beschreibung. Wenn das Item abgelaufen ist, können die Gegenstände in dieser Tasche noch zurückgeholt werden. Also auch da ist es eigentlich wortgleich mit dem Invi Bag. Der Unterschied ist aber, dass, wenn die Kartenscheibe abgelaufen ist, keine weiteren Items hinzugefügt werden können. Denn, also anders als beim Inventory Bag, weil beim Inventory Bag, wenn ich jetzt hier zum Beispiel meine Karten drin habe und der Inventory Bag läuft ab und ich droppe eine neue Karte, wird die Karte trotzdem in den Inventory Bag verschoben, außer mein restliches Inventar ist komplett voll. Dann nicht, aber ansonsten schon. Und die Kartenscheibe funktioniert eben so: Erstens mal funktioniert das eben nicht und zweitens musst du sowieso alle Karten manuell in die Kartenscheibe packen. Das heißt, um ein Item in die Kartenscheibe zu verschieben, das geht nicht automatisch, wenn man die Kartenscheibe aktiv hat, sondern man muss es tatsächlich manuell machen. Das heißt, man muss sie einfach offen lassen, nebenbei beim Leveln und dann jedes Mal mit einem Doppelklick und Enter jede einzelne Karte, die man droppen würde, reinschieben. Das heißt, das ist schon mal extrem unpraktikabel, weil das einfach so aufwendig wäre. Ich meine, ich droppe jetzt 10 verschiedene Karten und ich meine, es gibt ja sehr viele Karten, wenn wir uns wirklich alle Karten angucken würden. Ich meine, gut, man könnte natürlich filtern und nur 4% Karten oder so machen, keine Frage. Wobei sich dann halt die Frage stellen würde, brauche ich dann eine Kartenscheibe, wenn ich eh nur 4% Karten aufhebe? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls müsste ich jede Karte, die ich einzeln droppe, manuell in die Kartenscheibe verschieben. Und das ist schon mal extrem nervig. Dann ist es so, dass es einen Alle-Abrufen-Button gibt bei der Kartenscheibe. Das heißt, um die Karten aus der Tasche zurückzuholen, aus der Kartenscheibe zurückzuholen, kann ich tatsächlich einen Button klicken. Das geht aber nicht andersrum. Also ich kann alle Karten auf einen Schlag raustun. Ich kann aber nicht alle meine Karten, die ich im Inventar habe, mit einem Schlag in die Kartenscheibe reintun. Das, wie gesagt, geht nur manuell. Das ist schon mal ziemlich bescheuert. Und außerdem könnte man auch sagen, die Kartenscheibe ist halt quasi so ein bisschen ja, schwierig zu integrieren in den Grind-Alltag irgendwo, weil sie natürlich abläuft. Und da ist es so, dass bei einem Inventory Bag ja die Items einfach drin bleiben. Wie gesagt, und das funktioniert ja grundsätzlich weiter, der Inventory Bag. Natürlich, wenn der Slot jetzt hier gesperrt ist, wie hier zum Beispiel, kann ich jetzt nichts Neues reintun. Das ist natürlich blöd. Aber ich kann ja alle meine anderen Items, die stackbar sind und hier drin sind, weiter stacken. Also wenn ich jetzt leveln gehe und ich drop Karten, dann werden die weiterhin in den Inventory Bag verfrachtet. Genauso bei den Power-Ups hier unten, wenn ich die durch Dailies oder durch Battle Pass oder was auch immer bekomme, werden die auch weiterhin rein verfrachtet. Und genau das geht bei der Kartenscheibe eben nicht. Und es ist dann eben auch nicht so, dass ich einfach nur eine neue Kartenscheibe aktivieren muss, um die alte wieder zurückzuholen sozusagen und weiterlaufen zu lassen. Nein, die Kartenscheibe ist tatsächlich so: Wenn sie abläuft, muss ich alles raustun, die Kartenscheibe löschen und dann eine neue aktivieren. Denn wenn die Kartenscheibe abläuft, kann man sie theoretisch weiterhin öffnen und sie ist weiterhin da, aber man kann halt nichts weiter reintun und man kann sie eben erst löschen, wenn sie leer ist. Also es ist ein bisschen kompliziert, also eben nicht so wie der Inventory Bag, sondern es gibt so ein paar Feinheiten, die bei der Kartenscheibe eben anders sind. Also die Kartenscheibe ist kein Inventar, das man nur aktiviert und deaktiviert, indem man die Kartenscheibe eben aktiv hat oder nicht, sondern sie ist tatsächlich ein Item wie ein eigenes Inventar und die kann erst gelöscht werden, wenn sie leer ist und mit einer neuen Aktivierung
Also es funktioniert nicht quasi. Du musst die Karten erst raustun, dann die alte löschen, dann eine neue aktivieren und dann die neuen Karten reintun. Also so wäre der Prozess da. Also total umständlich, total, ja, bescheuert, muss man einfach sagen. Und einfach auch überhaupt nicht, wie gesagt, praktikabel, wenn man jetzt am Grinden ist. Vor allem, weil man alles manuell in die Tasche hinzufügen muss. Also gibt eine Menge Sachen, über die man sich hier beschweren kann. Und das waren jetzt quasi die objektiven Faktoren. Und jetzt sage ich noch quasi meine Meinung, beziehungsweise was man hätte besser machen müssen. Also habe ich im Endeffekt schon angedeutet, man hätte es genauso machen müssen wie beim Inventory Bag. Quasi du aktivierst die Kartenscheibe und entweder hast du dann hier unten zusätzliche Slots, die man halt erst sieht, wenn man die Kartenscheibe aktiviert. Wäre blöd, es den Leuten die ganze Zeit an die Nase zu reiben. Man hätte es auch hier mit den Reitern lösen können, dass man einen weiteren Reiter hinzufügt irgendwie mit den Karten. Auch den Reiter könnte man vielleicht sogar erst anzeigen lassen, wenn man die Kartenscheibe aktiviert. Keine Ahnung. Auch das hätte man machen können. Eine andere Möglichkeit wäre, das aktuelle Kartenscheibe-System zu nutzen. Quasi, ich kaufe mir die Kartenscheibe, aktiviere die Kartenscheibe und dann ist es aber wieder in V-Bag. Das heißt, alle Karten, die ich von da an droppe, kommen automatisch in die Kartenscheibe. Außer ich stelle vielleicht ein, also außer man kann das vielleicht locken oder so, also sperren, dass die Kartenscheibe eben nicht primär verwendet wird, sondern primär das Inventar verwendet wird. Wenn ich erstmal die Karten ins Inventar kriegen will, könnte man auch machen. Oder aber, wie gesagt, es läuft wieder Inventory Bag. Also ich mache die Kartenscheibe auf beim Grinden, beziehungsweise ich aktiviere sie vorm Grinden. Dann kommen alle Karten rein. Und dann ist es auch so, wenn die Kartenscheibe abläuft, muss ich nicht erst alle Karten raustun, die alte Kartenscheibe löschen, eine neue Kartenscheibe aktivieren und dann alle Karten wieder reintun, was ja echt auch total umständlich ist, sondern die Kartenscheibe läuft einfach ab und ich kann einfach eine neue aktivieren. Also die Kartenscheibe läuft ab, die Karten bleiben drinnen. Im besten Fall würden sie sogar weiter stacken, auch wenn die Kartenscheibe deaktiviert ist. Aber ich sag mal so, das geht jetzt vielleicht dann schon fast ein bisschen zu weit, das wäre schon wieder zu gut. Müsste nicht zwingend sein, sondern ich kann einfach eine neue Kartenscheibe aktivieren und muss gar nicht erst rein, raus, rein, was auch immer machen, sondern die Karten bleiben einfach drinnen in diesem gesonderten Kartenscheiben-Inventar und ich kann einfach, wie gesagt, eine neue aktivieren und damit dieses Inventar weiterhin zugänglich oder erneut zugänglich machen und da eben alle meine Karten lagern. Das heißt, grundsätzlich war die Idee dieser Kartenscheibe wahrscheinlich, wie ich es gerade beschrieben habe, eine ähnliche wie der Inventory Bag, von der ähnlichen Funktionsweise her. Praktisch oder praktikabel ist sie aber überhaupt nicht. Das größte Manko ist einfach dieses manuelle Reinschieben. Jedes Mal Karten doppelklicken, Enter, whatever. Vor allem jeder weiß, wie viele Karten man droppt. Ich meine, man sieht es ja hier. Hab's jetzt nicht gezählt, aber was sind das? 3, 6? Ja, es sind zu viele auf jeden Fall. Wenn man alle Karten sammeln möchte und ich meine, wenn ich mir die Kartenscheibe kaufe, ich meine, ich kaufe mir literally ein Item, das ein Kartenlager darstellt, dann will ich ja wirklich auch alle Karten sammeln. Weil ich meine, was ist der Mehrwert von so einem Item, wenn ich dann nur wenn ich nur die 4% Karten rein tue? Ich meine, der Mehrwert wäre dann eigentlich schon, jetzt habe ich endlich den Platz, um tatsächlich alle Karten zu sammeln. Aber es ist so umständlich, dass sich das wirklich kein Mensch antut. Und seit dieses Item eingeführt wurde, habe ich eigentlich noch nie was Positives darüber gehört und die meisten Leute, soweit ich weiß, löschen es einfach. Also ich lösche es auch immer. Hat zwar andere Gründe tatsächlich, also jetzt einerseits, weil ich es auch useless finde, aber andererseits, weil ich so viel Inventarplatz habe durch die 8 Chart-Taktik, sag ich mal, und gar nicht darauf angewiesen bin oder wäre, selbst wenn es besser funktionieren würde. Aber grundsätzlich ist das schon ziemlich bescheuert. Also etwas schade, dass sie es quasi nicht so gemacht haben wie den Inventory Bag. Hatte sehr viel Potenzial, diese Idee, finde ich persönlich. Also da es damals erst angekündigt wurde, war ich tatsächlich auch, Moment mal, was? Inventory Bag für Karten? Klingt echt gut. Aber leider in der Umsetzung sehr, sehr stark gescheitert. Könnte man natürlich jederzeit fixen. Aber ich weiß nicht, wie bereit die Entwickler dafür sind, das Thema nochmal anzugehen. Vor allem müsste man wahrscheinlich sagen, verhältnismäßig ist es vielleicht auch sogar zu günstig. Wenn es dann besser funktionieren würde, eher wie ein Inventory Bag, wäre es vielleicht theoretisch sogar fast ein bisschen zu günstig. Könnte man vielleicht auch drüber streiten. Und letztendlich, was man hier halt im Endeffekt sagen kann zur Kartenscheibe, man muss es eigentlich nicht sehen wie ein Inventory Bag, also eigentlich nicht wie eine Inventarerweiterung, sondern eigentlich ist die Kartenscheibe mehr ein Lager-Item. Also eigentlich ist die Kartenscheibe wie eine Bank für Karten, die man halt die ganze Zeit dabei hat. Weil du eben alles einzeln einlagern musst und du musst es auch alles wieder rausholen, wenn das Item abläuft und so weiter. Also es erinnert mehr an ein Banksystem als wirklich eine Inventarerweiterung. Und genau das ist halt das Problem. Die Leute hätten sich wahrscheinlich eine Karten-Inventarerweiterung gewünscht und eben keine Kartenbank. Eine Kartenbank ist einfach sehr unpraktikabel und ja, offensichtlich nicht gut angekommen bei den Spielern.
Aber ja, soviel zur Kartenscheibe. Danke an Dennis, der mir hier ein paar Infos dazu nochmal geliefert hat. Und jetzt wisst ihr hoffentlich alles, was es darüber zu wissen gibt. Hauptsächlich dessen, dass sie sich nicht lohnt und das verschwendete F-Coin sind und euch leider keine wirkliche Erleichterung in eurem Grind-Alltag bieten wird. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Fly Universe Video wiedersehen. Gerne auch im Livestream. Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Fly Livestreams. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.